Hallo bei Ink Up Your Pen. Heute machen wir zusammen das Unboxing und Review des Visconti Breeze. Ich habe mir diesen Füllfederhalter gerade neu gekauft. Der ist vor 2 Tagen bei mir eingetroffen und wir werden den gemeinsam auspacken. Dann werde ich euch etwas zu dem Material und dem Preis des Füllfederhalters erzählen. Werde den ein bisschen beschreiben. Dann werden wir über Maße und Gewichte sprechen. Dann werde ich euch erzählen, was mir gut gefällt, was mir weniger gut gefällt, ob ich ihn mir wieder kaufen würde. Und ganz zum Schluss, nach einem Resümee, werden wir darüber sprechen, wo ihr den derzeit am günstigsten aus meiner Sicht bekommen könnt. Und hier, so sieht das Paket aus. Ich habe hier nur meinen Namen durchgestrichen. So ist es hier angekommen. In einem Luftpolsterumschlag. Die Firma ist, wie gesagt, in Rom ansässig, aber hat hier verschickt aus den Niederlanden. Und dann, denke ich, kommen wir auch schon gleich zum ersten Schritt und dann werden wir gleich mal auspacken. Werden wir den Umschlag mal aufschneiden. Wie gesagt, Luftpolsterfolie. Und was haben wir noch drin? Eine Visitenkarte und meinen Lieferschein. Lieferschein brauchen wir jetzt nicht, Schere brauchen wir vielleicht noch. Hier ist schon mal für euch der Laden, in dem ich ihn gekauft habe. So. Gehen wir mal weiter. Wir werden versuchen, den vorsichtig zu öffnen. Und vielleicht hier eher mit einem Cutter, ein vorsichtiger Schnitt. So, und hervor kommt eine Pappbox, weiß, unbeschriftet. Auf der Stirnseite seht ihr das Visconti-Logo, auf der anderen Seite Breeze, das ist der Modellname. Dann scheint man das hier so öffnen zu können. Das machen wir jetzt einfach mal. Darunter kommt eine neue Papphülle hervor, bedruckt diesmal mit dem Visconti-Logo. Sonst ist nichts drauf. Dann kann man die hier an der Seite, an dem Visconti-Logo, kann man den Finger durchschieben. Dann scheint man eine weitere Pappschachtel herausziehen zu können. So. Drehen wir das Ganze mal. Dann ist hier ein Schwammstück zum Schutz des Füllfederhalters eingebracht. Dann kommt als erstes die Garantiekarte. Das ist hier nochmal das Geschäft, bei dem ich das gekauft habe. Stilo e Stile in Rom. Die internationale Garantie. So, der garantiert, dass es nicht defekt ist. Garantiebedingungen auf der Website. Er steht gerade für Fertigungs- und Materialfehler. So, hier nochmal Visconti, also in mehreren Sprachen. Und hier ist der Visconti Breeze und ich habe mir die Farbe Lime ausgesucht. Ich habe ihn mit der Feder in Federstärke B genommen. Nehmen wir mal heraus. Er ist hier nochmal in so einer Kunststoff-Plastik-Zellophanhülle eingepackt. Und das ist der Füllfederhalter. Legen wir den erstmal nebenhin. Dann haben wir hier nochmal so eine zweite Schaumstoffschicht, die den
Füllfederhalter eben schützen soll auf dem Transport. Gucken wir mal, ob da unten noch was drin ist. Ich versuche das mal auszuklopfen. Ein bisschen Glück kommt es irgendwann raus. Darunter ist nichts. Also kann man das hier wieder zusammensetzen und kann den Rest dann erstmal wegpacken. Und dann kommen wir zur Beschreibung des Füllfederhalters. Beginnen wir mit der Kappe. Die Kappe ist, abgesehen vom Clip, aus einem Stück gefertigt. Können die hier abziehen. Die hat, das will ich euch gleich mal zeigen, einen Magnetverschluss. Finde ich sehr angenehm. Die geht fast von alleine mit einem kleinen Schubser. Sitzt die sehr fest, kann sich auch nicht lösen, muss nicht geschraubt werden. Und was viele ja bemängeln, wenn man mehrere Umdrehungen zum Lösen der Kappe benötigt, wenn man sich mal schnell eine Notiz machen möchte. Das finde ich ist hier ganz sinnvoll gelöst mit diesem Magneten. Und hier ist zwar eine kleine Lücke, wie ihr seht, aber mal gucken, ob man die hier so sieht, genau. Aber das sieht so aus, als wäre da noch irgendwie eine Lücke und der würde nicht richtig sitzen. Das ist aber falsch. Der sitzt bombenfest und man kann den leicht abziehen, obwohl er gut sitzt. Und er geht fast von selbst und automatisch hier wieder auf das Griffstück drauf. Schauen wir uns die Kappe mal genauer an. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Kappe aus einem Stück Acrylharz gefertigt ist. Und ich finde es auch sehr schön, dass dieser Clip, der ist funktional. Ich muss den noch ein bisschen anders drehen, damit ihr das auch seht. Und hat hier vorne ein abgeschrägtes Stück. Ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann hier. Das macht es natürlich sehr leicht, diesen Clip auch zu nutzen. Weil ihr hier unter diesen Clip, ich zeige es einfach mal hier mit der Feder, natürlich auch ganz leicht reinkommt und das zum Beispiel an der Hemdtasche leicht möglich ist, den Clip zu befestigen und somit den Füllfederhalter sicher in der Hemdtasche zu transportieren. Der Clip ist hier gearbeitet um den Kappenkopf herum in einem Stück. Gefällt mir sehr gut. Ist mal was anderes als die typischen federgelagerten Clips. Auf dem Clip selber seht ihr, das ist wohl geätzt, wenn ich das so sehe, das Logo Visconti. Und dann schauen wir noch mal in die Kappe hinein. Da seht ihr eine massive Innenkappe. Mal gucken. Jetzt seht ihr die vielleicht auch. Genau. Am Ende dieser massiven Innenkappe ist eine Schraube. Ich habe den jetzt noch nicht zerlegt, aber ich kann mir vorstellen, dass man den natürlich auch ganz gut zerlegen kann und dann auch reinigen kann. Ja, ist sauber gearbeitet, keine Kanten, keine irgendwie rauen Stellen. Also Kappe sieht sehr gut aus. Legen wir die mal nebenhin. Dann kommen wir zum Griffstück. Griffstück ist auch im selben Material gehalten, im selben Acrylharz gehalten wie die übrigen Teile des Stiftes. Das gefällt mir auch immer sehr gut. Man hat hier kein Standard-Griffstück verwendet, sondern hat das individuell für die einzelnen Modellfarben auch angepasst. Das ist sehr, sehr angenehm. Dann kommen wir hier mal, schrauben wir das mal auf. Da seht ihr schon, das Griffstück ist mit einem Metallgewinde versehen. Hier kommt der Konverter raus, den legen wir erstmal beiseite. Und die Aufnahme im Schaft ist ebenfalls ein Metallgewinde. Das dürfte also auch unproblematisch halten. Ja, schön ist, dass der Konverter mitkommt. Hier kann man sehen Visconti. Mal gucken, ob ihr es auch seht. Jetzt könnt ihr es sehen. Visconti. Also nochmal der Hersteller drauf. Dann Blick ins Griffstück. Aufnahme des Konverters oder der Patrone. Werden normale Standardpatronen verwendet. Schauen wir uns die Feder mal etwas genauer an.
So. Stahlfeder. Gucken, ob ich hier mal ein bisschen reinzoomen kann, dass dann klarer wird. Ja. Mal hier rüber. So. Okay. Hier seht ihr nochmal das Logo. Gehen wir nochmal ein bisschen zurück wieder. Das Visconti-Logo. Dann seht ihr da 3 Punkte auf der Feder. Diese 3 Punkte stehen für die breite Feder. Ihr habt hier die Wahlmöglichkeit zwischen extra fein bis breit in den üblichen Größen. Ich habe mich für die breite Feder entschieden. Ja, hier unten der Tintenleiter. Auch hier ein Metallabschlussstück im Übergang. Alles sehr solide verarbeitet. Ich werde euch nachher nochmal auf meiner Seite ein schönes Foto einstellen von der Feder. Da mache ich nochmal eine Nahaufnahme. Das findet ihr dann auf meiner Website. Und ich denke mal, hier im Video ist es eigentlich so ganz klar geworden. Schauen wir mal. Da ist es, ja. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders zu zoomen. So, jetzt hat es hier ein bisschen schärfer. So, da seht ihr die 3 Punkte. Dann den Hersteller, Visconti und unten nochmal das B für die breite Feder. Dann gehen wir wieder zurück. Okay. Dann kommen wir zum Schaft. Da seht ihr, hier ist das Wort Breeze 3-mal eingearbeitet. Der Zierring, also hier dieser Bereich, in dem das Wort Breeze 3-mal eingearbeitet ist, sowie der Clip, die haben ein Palladium-Finish nach Angabe des Herstellers. Also dürfte auch relativ lange halten. Ansonsten auch hier alles sauber gearbeitet, keine scharfen Grate dran. Werfen wir noch einen Blick hinein, das geht glaube ich hier auch ohne Taschenlampe. Da sieht man schon hinten den Kappenkopf. Auch der Schaft in einem Stück gearbeitet, mit Ausnahme des Kappenkopfes als Metallstück. Ich habe heute auf der Website von Visconti gesehen, dass ihr die höherwertigeren Füllfederhalter, das hier ist das neue Einstiegsmodell oder ist das Einstiegsmodell insofern neu, weil es vorher ein anderes Modell gab, aber auch den gibt es schon seit einiger Zeit. Insofern ist es kein neuestes Modell, sondern es ist halt jetzt das Nachfolgemodell, also das neue Einstiegsmodell. Und bei den höherwertigeren Modellen, da könnt ihr hier diesen Kappenkopf personalisieren lassen. Mit euren Initialen, mit einem Sternzeichen-Logo. Gibt es ein paar Möglichkeiten, könnt ihr euch bei Visconti mal anschauen, habe ich vorhin auch gemacht. Okay, dann kommen wir, ich habe da nochmal die Einzelteile, zu dem Bereich Maße und Gewichte. Und vorher werde ich den Füllfederhalter einmal befüllen. Maße und Gewichte. Der Stift wiegt befüllt 29,5 Gramm. Hier ist er nochmal. Ich habe jetzt den Konverter eingesetzt, habe ihn mit Tinte befüllt und habe ihn danach gewogen. Die Maße ohne Kappe 12,6 cm, mit Kappe 13,9 cm. Aufgesteckt will ich euch hier auch nochmal zeigen. Hat euch ja gesagt, die Kappe wird von einem Magneten gehalten. Das gilt aber nicht, wenn ich die Kappe hinten aufstecke, aber ihr seht selber, die Kappe sitzt bombenfest. Und aufgesteckt misst er 16,7 cm. Das Griffstück, ich finde, das liegt sehr gut, lässt sich sehr gut greifen. Ich mag nicht die ganz feinen Griffstücke, dazu habe ich, glaube ich, zu dicke Finger. Ich mag eher, wenn man das gut halten kann. Das
macht weniger müde beim Schreiben. Der Durchmesser des Griffstücks ist 10,5 mm. Ich finde, es ist sehr angenehm und insofern muss ich sagen, also bis jetzt, ich habe noch nicht damit geschrieben, macht einen sehr guten Eindruck. Und damit ich das jetzt auch mit euch zusammen gleich erfahren kann, kommen wir jetzt zur Schreibprobe. Heute habe ich euch vorgestellt den Visconti Breeze in der Farbe Lime. Für die Tinte, wenn euch die gefällt, da habe ich mich heute entschieden für Diamine Calligraphy Passion Ink. Federstärke des Füllfederhalters ist B. Dann hört mal, wie der Füllfederhalter über das Papier gleitet. Achso, das Papier habe ich noch gar nicht vorgestellt. Das ist Clairefontaine 160 Gramm. Da habe ich übrigens eine eigene Rezension zugemacht. Könnt ihr euch bei YouTube oder auf meiner Website anschauen. So, dann legen wir los. Erst noch mal ein bisschen höher schieben. So. Also man hat leichtes Feedback, finde ich, aber es klingt sehr angenehm. Die Feder sinkt über das Papier. Er lässt sich sehr gut schreiben. Tintenfluss finde ich für eine breite Feder in Ordnung. Was wäre noch zu erwähnen? Ja, das war es eigentlich schon. Dann schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation reinbekommen. So nicht. Und so auch nicht. Gucken wir mal, wie Tinte aufs Papier bringt. Ja, da seht ihr schon, da kommt ordentlich Tinte durch. Dann halten wir mal einen Moment offen. Setzen mal neu zum Schreiben an. Auch hier kein Problem. Dann schieben wir das Ganze mal noch ein bisschen höher. Dann machen wir mal ein schnelles Schreiben. Auch hier kein Problem, Tintenfluss kommt immer nach. Dann schreiben wir mal verkehrt rum. Da kommt er an seine Grenzen. Ich würde sagen, das ist so die Stärke extra fein. Und das hört sich auch nicht wirklich gut an. Okay. Ja, so viel zum Schreiben. Und jetzt erzähle ich euch, was mir gut gefallen hat und was mir weniger gut gefallen hat und ob ich für den Füllfederhalter, den Visconti Breeze, eine Kaufempfehlung aussprechen würde. Ja, was hat mir gut gefallen, was hat mir weniger gut gefallen? Also sehr gut hat mir gefallen, hier ist er nochmal, der Visconti Breeze in der Farbe Lime, dass er einen Magnetverschluss hat, die Kappe quasi wie von selbst hier drauf wieder zurückgleitet. Das fand ich sehr schön. Mir hat auch gut gefallen, das werdet ihr auf der Website von Visconti sehen, dass alle Füllfederhalter in Florenz hergestellt werden, dass zum Teil zum Teil in Handarbeit geschieht. Und dass ein Konverter dabei ist, ist auch nicht immer selbstverständlich, zumal es sich hier bei dem Visconti Breeze um ein Einsteigermodell handelt. Ja, ist ein schönes Schreiben. Hat mir Spaß gemacht, den hier zum ersten Mal zu testen. Ich werde ihn jetzt noch weiter verwenden.
Aber der erste Eindruck war sehr schön, war sehr gut. Einziges Manko, ja, ein echtes Manko ist es aus meiner Sicht nicht, aber für eine breite Feder hat er mir ein bisschen zu viel Feedback gegeben. Aber das ist Geschmackssache. Das Papier ist seidenweich, also insofern, ich habe schon mehrere Füllfederhalter mit breiter Feder getestet und da gab es teilweise schon weniger Feedback, muss man dazu sagen. Aber es ist jetzt wirklich nichts Schlimmes. Also es ist jetzt nicht so, dass der Füllfederhalter kratzen würde oder so. Das bitte ich auch nicht misszuverstehen, sondern es ist einfach so, dass im Unterschied zu anderen B-Federn, die mir bekannt sind, dass ich da fand, dass er etwas mehr Feedback gibt. Das ist eigentlich schon auch der einzige Negativpunkt, den ich geben kann. Mir gefällt die Farbe sehr gut. Hier seht ihr sie nochmal. Er gibt Ihnen in mehreren Farben. Ihr könnt es dann auf der Website, könnt das dann nochmal euch anschauen. Die Verarbeitung ist hervorragend. Also man kann da gar nichts Negatives sagen. Ich werde mir bestimmt wieder ein Visconti kaufen. Und dann will ich auch zum Schluss noch euch einen Rat geben oder einen Tipp geben, wo ihr den günstig bekommen könnt. Wenn ihr den in Europa kauft, dann habt ihr aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Und zwar könnt ihr den direkt bei Visconti kaufen. Wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, bekommt ihr 10%. Und ab 50 € wird in Europa versandkostenfrei verschickt. Wenn ihr den, so wie ich, bei Stilo e Stile auch in Italien kauft, die verschicken ab 69 € und jetzt für alle anderen Zuschauer ist das interessant, die machen dann nämlich ab 69 € einen weltweit kostenlosen Versand. Also mit beiden Varianten seid ihr, glaube ich, ganz gut bedient und habt da die Möglichkeit, euch das alles nochmal genau anzuschauen, die verschiedenen Farben anzuschauen, die verschiedenen Federstärken. Also ich kann euch empfehlen, ich empfehle euch auch beide Geschäfte. Schaut es euch da nochmal an. Ich bekomme da nichts dafür, ich sage es nochmal. Ich möchte, dass ihr einen guten Deal macht und dass ihr dann Freude an eurem schönen neuen Füllfederhalter habt, dem Visconti Breeze. Ja, dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.